Expertinnen im Gespräch mit Mona, der Live-Videocast von The Connecting Dot. Einen wunderschönen Mittag, Freitagmittag. Und mein Gast heute ist Christoph Waldstein. Christoph, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Mein erstes LinkedIn Live. Ja, guck, ist öfters mal was Neues und das am Anfang vom Jahr. Ne? Das stimmt. Eine ganz tolle neue Erfahrung hoffentlich heute. So, Christoph, also ich bin total froh, dass du da bist. Unser Thema ist ja heute Vater sein, alleinerziehend und was damit so einhergeht. Und du bist im November auf mich zugekommen nach dem Live mit dem Thomas Wiesenthal. Und da ging es ja beim Thomas auch darum, Männer als Verbündete, Gleichstellung neu denken. Genau. Und das hat dich ja sehr angesprochen und du hast gesagt, weil der Thomas ja auch von sich aus gesagt hatte, mein Gott, warum gibt es nicht mehr Communities für alleinerziehende Väter oder generell für Väter? Immer werden wir nur angesprochen von Frauen. Und und im Job haben wir auch so unseren Struggle damit. Ne? Ja. Und deshalb fand ich das so klasse, dass du auf mich zugekommen bist und gesagt hast, ich mach's. Ich rede noch mal mit dir über dieses gesamte Thema, aber das hat natürlich ganz viele Facetten, ne? Und bei jedem ist es anders, so auch bei dir. Aber vielleicht erzählst du selber mal, wo kommst du her? Was machst du und wie löst du das Ganze? Ja, gerne. Also, ich bin, wie gesagt, Christoph. Ich freue mich erstmal, dass ich da sein darf. Wir haben uns tatsächlich nach diesem Livestream mit Thomas connected, weil mich das Thema sehr interessiert hat und weil es mir ähnlich geht, dass ich, wenn ich in Räume gehe, wo Alleinerziehende sind, oft die einzige männliche Person bin. Manchmal ist noch ein zweiter Mann da, der sich da irgendwie hin verirrt hat, aber ich würde mir das auch wünschen, dass ich in solchen Räumen, die auch oft in verschiedenen Städten auch bewusst geschaffen werden, auch mal auf Männer treffen würde, auch wenn ich nichts gegen die Frauen habe, aber alleinerziehend hat ja kein Geschlecht. Also gerade die alleinerziehenden Väter sind die am stärksten wachsende Familienform. Mittlerweile 18% innerhalb der Gruppe der Alleinerziehenden sind Väter. Also da müssten ja mehr Väter theoretisch vorhanden sein. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, dass die dann oft sich nicht so connecten. Ich bin seit 10 Jahren im Vertrieb für Microsoft zuständig und ich wohne in der Nähe von München. Das nur so als Eckdaten und ich habe einen Sohn, der 6 Jahre alt ist. Ja. Und du hattest mich ja gefragt, wie mache ich das Ganze? Letztlich stellst du das an? Durch einen sehr flexiblen Job, Gott sei Dank. Also wir haben die Möglichkeit, flexibel zu arbeiten, was den Arbeitsort und die Arbeitszeit angeht und das erleichtert mir das Ganze natürlich sehr. Ja. Wir sind hier natürlich auch in der LinkedIn-Bubble, wo das möglich ist, sage ich jetzt mal, und mir ist auch bewusst, dass ich da privilegiert bin in der Hinsicht. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, um ehrlich zu sein, denn anders wäre es auch nicht möglich. Gerade wenn man alleinerziehend ist, jeder von uns kennt die Betreuungszeiten, vor allem von so kleinen Kindern. Da ist es einfach auch nicht möglich. Und ich habe auch eine Zeit lang tatsächlich reduziert gearbeitet, also 4 Tage statt 5, um das halt eben möglich zu machen, um beiden gerecht zu werden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, ich habe auch lange Jahre alleinerziehend gearbeitet und ich weiß, was es heißt, ja. Und ich muss sagen, leider hat sich die Situation für, egal ob alleinerziehend oder für Familien, für die Kinderbetreuung nicht wirklich verbessert, muss ich sagen. Ja. Das ist das, was ich sehe heutzutage. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Das ist richtig, ja, vor allem in Städten. Also ich lebe auch in einer Stadt, einer Großstadt. Es ist halt zum Teil prekär, sage ich jetzt mal, weil man erstmal dankbar sein muss, dass man überhaupt seinen Platz bekommt, wenn man einen bekommt. Und man hat auch nicht viel Auswahl, dass man sagen kann, ich hätte gerne einen Platz in meiner Nähe, sondern es kann sein, dass die Schule in einem anderen Stadtteil ist, wie dann die Nachmittagsbetreuung, wie jetzt in meinem Fall.
Mhm. Und man muss halt letztlich das nehmen, was man bekommt. Nichtsdestotrotz möchte ich da auch alle anderen animieren, dazu zu sagen, nicht einfach nur zu nehmen, was man angeboten bekommt, denn es gibt auch immer andere Möglichkeiten und ich habe immer darauf geachtet, ich persönlich jetzt zumindest, dass das für meinen Sohn der richtige Platz ist. Nicht so sehr, ob Mhm. es mir gefällt oder ob ich sozusagen das praktisch finde, weil es halt jetzt in der Nähe ist oder warum auch Mhm. immer, sondern wirklich, ich habe immer darauf geachtet, fühlt er sich da wohl, kann ich ihn da mit 'nem ruhigen Gewissen abgeben, haben wir Mhm. vielleicht auch 'n Konzept, das mir gefällt, und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, weil nur dann kann man wirklich auch mit dem Kopf da sein, und das ist, glaube ich, grade bei Alleinerziehenden Ja. immer wieder so 'n Thema, dass man wirklich auch im Moment bleibt und sagt: „Okay, jetzt ist Arbeit. Also, ich konzentriere mich jetzt darauf. Jetzt ist Zeit mit meinem Sohn. Ich konzentriere mich darauf.“ Mhm. Und die neuen Medien machen's ja natürlich auch möglich, dass das immer mehr verschwimmt, aber es Ja. ist nicht immer gut. Ne, das stimmt, da hast du recht. Aber kommen wir noch mal zu dem Thema, ähm, wo kommst du eigentlich her? Was Mhm. hast du gemacht? Ich weiß, du bist kein klassischer, du hast gesagt, du arbeitest bei Microsoft, du hast die und die Privilegien, aber du stellst auch dein Licht gerne unter 'n Scheffel, weil du hast 'ne ganze Menge selbst geschafft, um überhaupt so weit zu kommen, ja? Mhm. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie so dein Werdegang war, weil das war ja nicht selbstverständlich alles. Ja, also ich komme ja aus einem Haushalt, wo es keinen Akademiker gab vorher. Das ist mal die eine Tatsache und es war halt alles sehr bodenständig und ich würde sagen Mittelstand, was ja Mhm. auch total in Ordnung ist, aber es ist natürlich dann nicht so ganz der vorgegebene Weg, dass man sagt: „Ich Mhm. studiere jetzt oder mache gar ein Abitur.“ Deswegen habe ich tatsächlich angefangen mit 'nem Hauptschulabschluss, habe dann beschlossen: „Okay, Mhm. ich möchte auf jeden Fall 'ne Banklehre machen.“ Das war irgendwie schon immer so in meinem Kopf, weil ja, irgendwie hat mir dieser Beruf sehr gut gefallen, mit Geld umzugehen und mit Kunden zu tun zu haben, die zu beraten. Ähm Hast du damals schon Vorbilder gehabt, so Role Models gehabt, sage ich jetzt mal? Ja, tatsächlich, in dem Fall, meine Schwester, die Ah. Bankkauffrau war und Mhm. die auch in der Nähe bei uns gearbeitet hat und Mhm. daher kam das. Und als ich die Banklehre gemacht habe, habe ich wiederum andere Menschen kennengelernt während dieser Lehre und habe halt festgestellt, aha, viele von denen studieren danach noch. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt in Anführungsstrichen nur einen Realschulabschluss, den ich dann nachgemacht hatte, und habe dann beschlossen: „Warum nicht? Ich probiere es jetzt einfach. Ich mache das Abitur nach.“ Das habe ich dann auch Ja. gemacht, das Fachabitur, und habe dann International Management studiert hier an der Hochschule Mhm. und bin von dort aus immer weitergegangen. Eigentlich wollte ich zurück in die Bank, aber habe dann im Studium festgestellt und so gab's dann immer wieder Begegnungen, dass das Kreative mir auch ganz gut liegt und habe mich dann für Marketing als Fachrichtung entschieden. Und von da aus bin ich dann eben immer weitergegangen und habe das immer weiter vorangetrieben, die Karriere, Mhm. und habe aber auch während dem Studium immer gearbeitet. Also ich habe mir das halt alles auch selbst ermöglicht. Ja, aber das zeugt ja wirklich von Durchhaltevermögen, von: „Ich möchte das.“ Du hast nie aufgegeben, du hast immer weitergemacht, du hast immer wieder auch du bist auf die Leute zugegangen oder die Leute sind Mhm. auf dich zugekommen und du hast praktisch dort, wo es für dich wichtig war, dann die entsprechenden Netzwerke auch geknüpft. Denn Ja. das ist, denke ich mal, auch ein ganz wichtiger Punkt heutzutage. Das mit den Netzwerken, wenn ich ehrlich bin, habe ich viel zu spät verstanden. Das ist das Okay. Interessante. Ich habe sehr viel ohne Netzwerke gemacht, sondern bei mir waren's wirklich immer Begegnungen, die mich inspiriert haben. Und Okay. es gibt so 'nen Spruch: „Du bist das, was die 5 Leute sind, die um dich rum sind und an dir am engsten Mhm. sind.“ Und das ist schon so. Also, man lässt sich natürlich von den Leuten beeinflussen, mit denen man also, von dem Umfeld, das man hat. Und das hat mich immer motiviert, weiterzumachen. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass man diesen, ich nenne das mal Hunger, nur dann hat, wenn man tatsächlich auch sich erst mal irgendwo hocharbeiten muss oder wenn man vielleicht oder was heißt muss, aber wenn man
Will. Sozusagen, wenn man das möchte, genau diesen Ja. unbedingten Willen, es zu schaffen, den braucht man einfach. Und dann ist es halt viel Fleiß, viel Arbeit und ja, ein Netzwerk kann das Ganze, sehr stark, vereinfachen. Ja, Also, wenn du wie sagst, du hast das erst ziemlich spät gemerkt, wie hilfreich Netzwerke sind, wie hältst du das denn heute? Ich würde sagen, es hat sich dann auch ein bisschen auf mein Privatleben, übertragen, weil, früher wäre ich wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, wenn ich alleinerziehend bin, auch mal zu suchen, gibt's denn, Netzwerke für Alleinerziehende? Mhm, Heute mache ich das sehr bewusst, und, engagiere mich auch, für einige Sachen auch, gemeinnützig. Also, unter anderem, gibt es eine Organisation, die sich um Pflege und Familien mhm, kümmert, die ich unterstütze, die heißt Pfad. Und, da möchte ich halt zum Beispiel auch mein Wissen mit einbringen, auch das, was mhm, ich gelernt habe, weil, ähm, grade bei so, Organisationen, wo es darum geht, gemeinnützige Arbeit zu leisten, das sind oft Menschen, die aus sozialen Berufen kommen und mhm. die nicht unbedingt so 'n Business-Background haben und die nicht unbedingt, Ja, wissen, wie baue ich das jetzt oder wie kann ich das jetzt größer machen oder wie kriege ich mehr Sichtbarkeit? mhm. Und, deswegen bringe ich mich da auch gerne mit ein, weil's halt für 'ne gute Sache ist. Aber das zeigt mir wieder, guck mal, du hörst nie auf, dich zu beteiligen, sage ich jetzt mal, und Mhm. voranzuschreiten und, selber auch wirklich, auch wenn es dir vielleicht Überwindung kostet, ne? Wenn es dich Überwindung kostet, auch mal in die Sichtbarkeit zu gehen und zu sagen: „Leute, guckt mal dahin, guckt mal hierhin. Und wenn wir da noch was machen können, dann lasst uns das doch auch noch machen.“ Und Ja, das finde ich so beeindruckend. Und weil du hast ja auch nur, so wie jeder andere auch, 'n 24-Stunden-Tag. das ist richtig, ja. Aber lernen tut man nur außerhalb von der Komfortzone. Und, Das ist richtig. dann, wenn's wehtut oder dann, wenn man sich unsicher fühlt oder wenn man das Gefühl hat, jetzt, ist es irgendwie unangenehm, dann ist Ja, eigentlich der Punkt erreicht, wo man sagt: „Ja, jetzt lerne ich wirklich was.“ Und ja, diesen Punkt habe ich tatsächlich schon relativ oft oder bringe mich bewusst auch in solche Situationen, denn, auch jetzt, dass ich, mit dir hier dieses Live mache, ist ja erst mal 'ne Situation, die neu ist, die ich noch nie hatte, ja, ja, und die mich erst mal in 'ne ich nenne jetzt mal das einfach unkomfortable Situation bringt, weil, jeder, der sich erst zum ersten Mal dann auch in der Kamera sieht oder reden hört, also, ich möchte mir zum Beispiel keine Videos anschauen von mir selber, weil dann höre ich meine Stimme und ich glaube, das kennen ganz viele, man möchte seine eigene Stimme nicht hören oder man möchte auch nicht sehen, wie man gestikuliert oder was auch immer, denn das empfindet man immer als unangenehm und, ja, es gehört aber zu uns, und das genau, ist auch etwas, was wir, ne, wo wir über unsere Komfortzone hinausschreiten müssen und, das ja, einfach auch annehmen müssen. Und ich ja, denke mal, da kommt auch wieder noch was ins Spiel bei dir, so du hast Werte, die du lebst, ja, und die für dich eine Richtung geben. Sonst, wärst du, glaube ich, heute nicht da, wo du bist, oder? absolut und ich glaube, dass die Werte mir auch helfen, fokussiert zu bleiben. Mhm, Und ich finde, dass 2 Sachen da entscheidend sind oder wichtig sind, dass man Werte hat und, aber auch, dass man achtsam ist. Also, dass man achtsam mhm, mit sich selber ist, aber auch mit, seinem Gegenüber. Denn, mhm. ich finde diese, ich nenne es mal Empathie, die man anderen Menschen ja auch, gegenüberbringt, die hilft einem schon auch, in der Situation den anderen zu verstehen, wenn der vielleicht keine Ahnung, 'n schlechten Tag hatte oder was und dann halt nicht gut drauf ist und der stößt jetzt auf mich, der vielleicht gute Laune hat, dann prallen natürlich erst mal 2 Welten aufeinander. Aber man, kann da so viel Druck aus so Situationen nehmen, indem man einfach mal sagt: „Hey, was ist denn heute los mit dir? Was ist denn passiert, dass du so Ja, schlecht drauf bist?“ Oder, ja, weil wir haben immer so 'n Reflex, das ist halt auch menschlich, dass wir immer sagen: „Wie geht's dir heute?“ Dann sagst du natürlich: „Gut.“ gut. Weil wer sagt schon: „Mir geht's heute richtig schlecht.“ Ja. Ja Und gut, aber wir ja, brauchen das ja manchmal gar nicht fragen, und besser ist, wir fragen es nicht, sondern wir schauen einfach mal genau hin, wie, ja, ne, wie geht's demjenigen, ne? Das kriegt man auch mit,
Ne, das Ja, sind so diese Schwingungen, die jeder Mensch ausstrahlt, ne? Und wenn du gut gelaunt auf 'ne schlecht gelaunte Mona triffst zum Beispiel, ja, ne, was eigentlich selten vorkommen wird, aber das würde man merken und da brauche ich ja nicht noch zusätzlich fragen: „Ach, was ist mit ja, dir heute los“, ne? Sondern ja, das merke ich ja und kann ja im Gegenteil mal fragen: „Was kann ich denn für dich tun“, ne, dass es, vielleicht 'n bisschen besser ist, das stimmt, ja. ja? Und man lernt halt auch, finde ich, sehr viel, durch die Tatsache, dass man ein Kind hat, sieht man die Welt dann selber auch wieder 'n bisschen mit anderen Augen. So Ja. geht's mir zumindest. Mhm. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und wenn man so 'n Kind hat, und auch 'n Job hat, dann hat man, glaube ich, auch gelernt, Grenzen zu setzen, oder? Ja, also ich glaube, das muss man. Man muss, die Sachen, die man nicht verhandeln möchte, einfach ganz klar im Kopf haben. Und, Mhm. wenn eine Sache davon ist, mir ist zum Beispiel wichtig, dass wir jeden Tag, frisch gekochtes Essen haben. Mhm. Und, ich würde jetzt keine Meetings annehmen, die irgendwie zwischen 6 und 7 Uhr stattfinden, weil ich weiß, das ist unsere Essenszeit, das ist die Zeit, wo ich, meinem Sohn etwas vorlesen möchte, wo ich ihm, im Endeffekt diese Einschlafbegleitung mache. Also, das wäre zum Beispiel für mich nicht verhandelbar. Ich könnte zu dieser Uhrzeit keine Meetings machen. Dafür kann ich ja mehr Flexibilität zeigen und sagen: „Okay, wenn er schläft, dann können wir von mir aus noch mal sprechen“ oder, davor eben, oder was halt meine Flexibilität ist, ich fange halt dafür schon sehr, sehr früh an zu arbeiten, also meistens gegen Mhm. 7 Uhr. Ja, klar. Und kann halt dann da schon Meetings machen, wenn irgendjemand jetzt wirklich was sehr Dringendes von mir möchte. Mhm. Aber ich finde, es ist wichtig, dass man halt ich finde mal, es ist so 'n bisschen Geben und Nehmen. Also, man sollte schon Mhm. Kernzeiten auch irgendwie haben, wo man sagt: „Okay, da committen sich alle drauf, dass sie da erreichbar sind, dass man miteinander Ja. kommunizieren kann, dass Dinge auch vorangetrieben werden können.“ Aber dann muss es auch andersrum wieder erlaubt sein, zu sagen: „Aber es gibt auch Sachen, die halt für mich nicht verhandelbar sind.“ Und ich finde, dann funktioniert das auch in 'nem Team ganz gut. Ich denke auch und ich denke aber wenn ich grad noch mal an die Uhrzeit denke, ne, da Mhm. werden sich bei manchen sowieso die Nackenhaare stellen, wenn du sagst, abends zwischen 6 und 7, ja? Ja, Da sagt sich so manch einer: Entschuldigung, wenn du morgens um 7 anfängst zu arbeiten, äh, dann was soll ja, das abends zwischen 6 und 7? ja, Klar, du bist in 'ner internationalen Firma, du bist in einer gewissen Position in deinem Job, ja, und hast wirklich das Privileg, sage ich jetzt auch mal, flexibel die Sachen zu handeln, ja? absolut, ja, Du kannst um 7 Uhr anfangen, du kannst mittags, Pause machen, du kannst Pause machen, wenn er kommt, wenn du ihn abholen musst. ja, Dafür gibst du dann wieder andere Zeit rein. Und ich finde, ja. das ist ja heutzutage wirklich sehr, sehr positiv, dass wir das machen können, wenn es Firmen gibt, die so was wirklich Ja, machen lassen, ja? Weil ich jeder ja, gewinnt dadurch doch nur, ich richtig? finde auch, es ist wichtig, dass man, es immer von beiden Seiten betrachtet. Also, Mhm. erstens mal kommt's selten vor, dass ich so spät noch Calls habe, muss ich ehrlicherweise sagen. Das war jetzt auch nur 'n Beispiel. Mhm. Aber, selbst wenn's so ist, und ich halt mal mit beispielsweise Kollegen aus Amerika, Ja, irgendwas abklären muss, da geht's halt zeitzonentechnisch manchmal ja, nicht anders. eben. Ähm, Dann ist da schon 'n Verständnis da. Also, da ich muss es nur sagen und das ist natürlich 'ne Überwindung. Klar, Ja. weil wer möchte schon gar nicht sagen: „Ja, ich kann jetzt leider nicht da bei diesem Meeting dabei sein“ oder Mhm. ich schaue mir dann die Aufzeichnungen an. Das geht ja natürlich bei uns auch relativ flexibel. Das ist natürlich schon 'ne Hemmschwelle irgendwie, die man hat, aber die man sich auch irgendwo selber setzt. Und deswegen meinte ich, Grenzen klar zu definieren für sich selber und zu Mhm. sagen: „Ne, das mache ich halt nicht“ Ja. oder nur in Ausnahmefällen, das kann ja auch sein. Weil ich Mhm. wertschätze so sehr diese Flexibilität, die ich habe, dass ich Mhm. sage, ich bin dafür auch bereit, ab und zu mal über meine Grenze zu gehen und zu sagen: „Okay, heute mache ich den Call zwischen 6 und 7, dafür höre ich vielleicht morgen, um 4 Uhr auf, zu Ja, arbeiten“, ja, nur um 'n Beispiel zu sagen. ja. Und diese Flexibilität habe ich und dafür bin ich super, super dankbar, weil, wie gesagt, ich denke halt immer an Menschen, die auch, ganz normale Jobs haben, die aber an Bürozeiten gebunden sind oder Ja. an Präsenz in einer Firma oder, ganz ganz normale Jobs eben haben. Mhm. Im Supermarkt an der Kasse kann ich halt schlecht Ja. sagen: „Ich komme heute erst mal 2 Stunden später“ und,
gehe dann für 'ne Stunde zwischendrin und dann dafür bleibe ich dann 2 Stunden länger. Das geht gar länger. nicht. Ja, so flexibel geht das nicht. Man kann das mit Ja, Sicherheit, wenn man es rechtzeitig ankündigt, geht da mit Sicherheit auch ein bisschen was, wenn man, die entsprechenden das entsprechende Gegenüber hat, sage ich jetzt mal, ne? ja, Das musst du erst mal haben, ne? Und, ja, auch da erinnere ich mich daran an das Gespräch von Thomas, der ja aus seiner Position rausgegangen ist, weil mhm, er das einfach nicht stemmen konnte, ne? ja, Aber auch wegen dem Mindset, seiner Kollegen, ja? ja. Es ist Weil das natürlich einfach nicht angekommen ist in manchen Sparten, sage ja. ich jetzt mal. Es ist Und das natürlich sehr ist wichtig, dass schwierig. man in 'nem Umfeld ist, das da Verständnis hat und, das auch vielleicht selber Kinder hat, das hilft auch ganz gut. Aber, auf der anderen Seite ist es schon so, das muss ich auch so sagen, Männer werden natürlich da, eher übersehen, wenn's um so Themen geht wie alleinerziehend zu sein und so, weil das, einfach in den Köpfen noch, nicht drin ist, dass es halt auch sein kann, dass ein Mann sich genauso kümmert wie eine Frau. Also, ich habe es ja vorhin schon gesagt, alleinerziehend hat ja Ja, eigentlich kein Geschlecht. Also, das ne, betrifft ja Frauen wie Männer. Und ich finde auch, selbst, normalerweise gibt's ja auch 2 Partner, in meinem Fall ist es jetzt nicht so, aber, die sich das vielleicht teilen und das ist getrennt erziehen. mhm, Und auch da finde ich, beide Seiten haben doch eine Verantwortung. Also, es ist ja nicht so, dass man das abgibt sozusagen und sagt: „Das ist jetzt dein Thema und ich komme hier nur noch, um ab und zu mal 'n Geschenk vorbeizubringen“ oder so. Das ist ja nicht Ziel der Sache im Normalfall. ne. Und von dem her, ja, sehe ich das eigentlich als eine gleichberechtigte Aufgabe. Ganz genau. Ja. Und, auch wenn man nicht allein du hast es gerade selber angesprochen, auch wenn man nicht, alleine erzieht, so wie du jetzt oder wie viele andere auch, dann, Mhm. ist das ja im Normalfall hast du 2 Partner und da sehe ich heutzutage auch immer noch diesen Gap, das wird immer schnell gerne abgeschoben auf eine Ja, Seite, ja? ja, Und, aber warum kann man nicht miteinander diese Sachen praktisch erledigen? ja, Das bedarf ein bisschen Kommunikation von allen Seiten ja, und, Willen, sage ich jetzt mal. Das Wollen muss ja auf beiden Seiten vorhanden sein. Ich meine das ist gerne richtig. ja, Und ich meine man man braucht, glaube ich, 'ne sehr starke, Partnerschaft dafür und, ich glaube auch, das ist so der wichtigste Tipp, den man, werdenden Eltern geben kann oder Eltern, die es werden wollen, sagen wir es mal so, dass man vorher sehr genau und sehr gut abspricht, wer ist eigentlich für was verantwortlich, wer steckt auch vielleicht mal 'ne Zeit lang für die Karriere zurück. Sind es beide Seiten? Ist ja, es nur eine Seite? ja, Es ist ja alles legitim, nur es muss eben. vorher kommuniziert sein. Mhm, Und, das finde ich, da sehe ich halt oft Beziehungen tatsächlich auch, scheitern, weil das mhm, nicht klar war vorher und weil eine Seite sich dann oft nach Jahren erst, irgendwann benachteiligt fühlt und sagt: „Es reicht jetzt mhm, einfach, ich bin jetzt auch mal dran wieder.“ Und, genau. ja, Ja, darüber muss man sich halt im Klaren sein. Das ist mir eben. war's ni auch nicht klar vorher, dass man da so viel drüber reden muss. Ja, also ich Ja, denke mal, Kommunikation hilft. Das heißt ja nicht ja, nur, drüber reden, sondern auch sich wirklich darüber klar werden: „Was möchte ich? Was kommt damit? Was tritt denn in unser ja, Leben, wenn wir ein Kind haben, ne, und, auch alleine?“ Und, das gibt dann noch wieder andere Herausforderungen, ne? Kriegst mhm, du jetzt 'n normales Kind, hast du ein behindertes Kind? Das sind dann ja noch mal wieder andere Herausforderungen. Aber ja, das alleine, ist ja schon wenn man alleine erzieht, wenn man alleine ist ja schon eine riesengroße Herausforderung, ne? Und jeder ja, macht das Beste draus. Und ich sage mal so, es nützt ja nichts, generell Alleinerziehende, egal ob männlich oder weiblich, einfach abzustempeln und zu sagen: „Ah, können wir nicht brauchen im Job, bringen ja nix“, ne? mhm, Das finde ich ganz, ganz schlimm, weil das stimmt einfach nicht. Das sieht man an dir, ja, das sieht man an mir, ne, und das sieht man an ganz, ganz vielen anderen. Äh, Man ist bereit zu leisten, man kann leisten
Und man kann genau das bewirken, und auch in die Sichtbarkeit gehen mit solchen Sachen. Ich finde auch Sichtbarkeit ist, da 'n sehr wichtiges Thema, weil, das ist ja grade das Problem, das ich anspreche im Endeffekt oder die Herausforderung, die ich sehe, dass, natürlich das so 'n Stereotyp ist über, Alleinerziehende, den ich Mhm. offensichtlich nicht bediene. Aber, deswegen finde ich's auch so wichtig, dass alleinerziehende Männer sich mehr zeigen und mehr Mhm. das in die Gesellschaft bringen, sodass das auch 'n normales Bild wird. Ja. Weil, oft ist wir haben halt noch sehr traditionelle, Modelle irgendwie in den Köpfen. Das merkt man, bei jedem Spielplatzbesuch im Endeffekt oder sonst irgendetwas, weil, da wirst du sehen, dass, wenn da 'n Mann mit dabei ist, dann heißt's oft: „Oh, das ist aber toll, dass der sich heute mal kümmert.“ Aber es sagt ja keiner, wenn 'ne Frau aufm Spielplatz alleine mit 'nem Kind ist: „Es ist aber toll, dass sie sich heute mal kümmert.“ Also, Ja, das kommt genau. aus diesen Bildern einfach, die noch im Kopf Ja, sind. ja, Ähm absolut. Aber das ist oft gar nicht mehr so passend und es gibt ja so viele Familien mittlerweile, die Patchwork sind oder was auch immer, es für Konstellationen sind. Und da Eben. finde ich, so Fragen wie auch, „Wo ist denn heute die Mama?“ oder so was, ist halt dann oft auch unpassend oder auch vielleicht verletzend für das Kind, weil es vielleicht Mhm. nicht bei der Mama leben kann, aus, verschiedenen Gründen oder beim Papa, nicht immer sein kann, weil sich, das Pärchen eben getrennt hat oder was auch immer passiert ist. Es kann ja auch, Tod, Unfall, was auch immer, Eben. sein. Und dafür möchte ich nur sensibilisieren, dass man das vielleicht auch bedenkt, wenn man andere Personen anspricht. Mhm. Ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, was du grad noch mal gesagt hast, weil das trifft ja jetzt nicht nur dieses Thema, sondern generell einfach mal diese Annahmen, die man im Kopf hat, ja, Mhm. diese Automatismen, einfach mal drüber nachdenken und vielleicht einfach mal sich auf die Zunge beißen eher und sagen: „Ach“, ne, und ganz normal drüber reden und nicht Ja, irgendwie spezifisch: „Wo ist“, ne? „Warum ja, ist nicht“ und so ja, weiter, sondern einfach mal drüber nachdenken, weil unsere Welt ist bunt geworden, ja? Und ja, es gibt nicht mehr nur schwarz und weiß, auch wenn manche Menschen meinen, es müsste wieder so sein. Und das finde das ich stimmt, ganz ja. furchtbar und, dem wollen wir doch gerne entgegenwirken. Ja, das stimmt. Also, für mich ist es immer ganz arg wichtig schon immer gewesen, dass wir sind, wer wir sind. Wir sind viele, wir sind bunt und Diversity macht sich nicht nur bemerkbar in Mann und Frau und schwarz Mhm. und weiß, sondern in ganz vielen Dingen, ja? Und, Ja, das auch das Elternsein hat ja so viele ja, Facetten mittlerweile und ich habe erst, neulich in dem Zusammenhang auch was gelesen, da ging's Pflegekinder eben und dass es so viele, Familien eben gibt ne, andersrum, dass es so viele Kinder gibt, die, gerne von einer Familie aufgenommen werden würden, aber viel ja, zu wenig Eltern, die sich quasi für diese Aufgabe bewerben. Und, ich fand es so schade, weil es gibt so viele Paare mit 'nem unerfüllten Kinderwunsch und, Adoption ist halt in Deutschland sehr selten, muss man sagen. ja, Das weil gibt weil auch sehr viele Hürden bestehen, i immer noch. und, auch, weil die Gründe für Adoptionen hier nicht mehr so gegeben sind, weil es Deutschland geht's eigentlich gut. Also, hier ist, eigentlich 'n oder nicht nur eigentlich, hier wir leben im Wohlstand und der Mhm. häufigste Grund für 'ne Adoption ist tatsächlich Armut. Und, deswegen es gäbe, glaube ich, die Menschen, die das gerne machen würden, aber viele haben dann auch so 'ne da sind wir wieder bei dem Thema Angst, Ja. dass es 'ne Angst gibt, dann auch 'n, Kind aufzunehmen, das selber einen Rucksack eben hat. Mhm. Und auch sehr viele haben Angst davor, dass sie's wieder abgeben müssen, was Mhm. ja, aber so in der Form auch wieder nicht richtig ist, weil, die Jugendämter ja sehr genau, unterscheiden, was für Fälle sie haben und können auch manchmal sagen, das geht hier nicht mehr um 'ne Kurzpflege, es ist wirklich 'ne Vollpflege bis zum 18. Lebensjahr. Und Mhm. Ja. deswegen finde ich wichtig, dass, man sich da auch informiert. Aber Ja, das ist wie wir vorhin auch gesagt haben, ne? Sich informieren, sich reflektieren. Ich denke, das ist das A und O an diesem ganzen zu diesem ganzen Thema, ne? Haben absolut. wir Du hast es grad auch noch mal gesagt, es gehört Mut dazu, es gehört auch Stärke dazu. Ganz Mhm. viel, Stärke.
dass man alleine ist, dass man diese Sachen alleine durchstehen muss. Aber es ist auch toll und wichtig, dass man ein Netzwerk hat und das Netzwerk aufgebaut hat. Und ich Mhm. denke, das hilft dann an vielen, vielen Ecken und Enden, oder? Absolut. Also, ich finde, das war was ich jetzt gelernt habe als alleinerziehender Elternteil, dass es auch nicht schlimm ist, um Hilfe zu fragen oder, Mhm. sich Gleichgesinnte zu suchen, sagen wir es mal so, die vielleicht ähnliche Erfahrungen haben und sich also, manchmal tut's ja schon gut, sich einfach nur auszutauschen, einfach mal Ja. drüber offen zu reden über die Themen Mhm. oder, sich vielleicht auch, Tipps zu holen. Also, unter, anderem, ich hatte, letztes Jahr 'ne Vater-Kind-Kur gemacht und da wäre ich, glaube ich, von mir selber nie drauf gekommen. Das habe ich auch durch 'ne andere Mami, die, eben auch alleinerziehend ist, mitbekommen, dass sie, auf Kur gegangen ist und wir haben uns darüber unterhalten, was sie, da erfahren hat oder wie's ihr dabei ging. Und ich Genau. dachte, das fand ich sehr inspirierend und habe mich dann mit diesem Thema an sich, auseinandergesetzt, auf das ich so selber auch nie gekommen wäre und habe dann festgestellt, dass das eigentlich genau das Richtige, für mich jetzt ist, weil, es auch um das Thema Bindung geht, mit dem ich mich sehr viel beschäftige und, ähm, Mhm. auch einfach 'ne, Regeneration natürlich auch zu 'nem gewissen, Teil war. Ähm, aber das sind halt so die Themen, wo ich mir selber auch sage, man muss sich selber immer wieder herausfordern und challengen und auch wenn man selber mit dem Thema erst mal nix zu tun hat, offen sein. Offen sein Richtig. und zu gucken, was haben andere für Erfahrungen gemacht? Kann ich davon lernen? Kann ich darauf aufbauen? Kann ich was für mich mitnehmen daraus? Und Ja. dann wächst man auch automatisch. Ja, das ist 'n Ja. schönes Schlusswort, lieber Christoph. Offen sein, ne, bereit sein, mit anderen in Kontakt Ja. zu treten, und alles annehmen zu können. Genau. Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Es war so breit gefächert, so interessant. Vielen, vielen Dank, Christoph, dass du mal deine Sicht auf die Dinge preisgegeben hast. Ja, es freut mich sehr und, falls jemand zusieht, der sich, gerne mit mir connecten möchte, kann er das gerne tun oder, Mhm. sie gerne tun, je nachdem. Ja, genau. Ähm, genau, also ich freue mich auf jeden Fall, auf den Austausch und vielen Dank noch mal, dass ich da sein durfte. Mir hat's auch sehr viel Spaß Gerne. gemacht und bin dankbar für die Möglichkeit gewesen. Gerne. Und schön, dass du das erste Mal in deinem Leben ein Live so Ja, bravourös, gemacht danke hast. schön. Tschüss. Dankeschön. Schön, dass du dabei warst. Lass uns gerne einen Like und Kommentar da. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal, deine Evelyn und Mona von The Connecting Dot.